Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der Baader-Meinhof-Komplex von Stefan Aust ist das maßgebliche Sachbuch über eine der turbulentesten und kontroversesten Epochen der deutschen Nachkriegsgeschichte, die Zeit des Terrorismus durch die Rote Armee-Fraktion, RAF, auch als Baader-Meinhof-Gruppe bekannt. Aust, ein profilierter Journalist, schildert in seinem Werk detailreich die Entwicklung, Ideologie und Aktionen der RAF von ihren Anfängen Ende der 1960er Jahre bis hin zu ihrem scheinbaren Ende in den 1980er Jahren. Er liefert dabei sowohl einen fundierten historischen Rahmen als auch außergewöhnliche Einblicke in die Köpfe der prägenden Persönlichkeiten wie Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof. Durch investigative Recherche, zahlreiche Quellen und Gespräche mit Zeitzeugen präsentiert Aust nicht nur die bekannten Fakten und Schlagzeilen, sondern auch die subtilen Mechanismen und Beweggründe, die hinter dem deutschen Linksterrorismus standen. Die tiefgehende Analyse zeigt eindrucksvoll, wie politische, gesellschaftliche und persönliche Faktoren zusammenkamen und in blutigen Terrorakten erschütternde Katastrophen für die Gesellschaft auslösten. Der Band gilt als Standardwerk für alle, die sich mit der Geschichte der RAF, der Nachkriegsgesellschaft Deutschlands und den Gefahren extremistischer Bewegungen befassen wollen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Ursprünge der RAF und ihr gesellschaftlicher Kontext. Stefan Aust analysiert eingehend die gesellschaftlichen Bedingungen der 1960er Jahre, die maßgeblich zur Entstehung der Roten Armee-Fraktion beitrugen. Nachkriegsdeutschland war geprägt von einem autoritären Staatserbe, das von vielen jungen Menschen in Frage gestellt wurde. Die Universitäten wurden zu Orten der politischen Auseinandersetzung und die Protestbewegung der 1968er Jahre brachte eine Generation von Aktivisten hervor, die das System radikal herausforderten. Die Ermordung Benno Ohnesorgs und andere polizeiliche Übergriffe sorgten für ein Klima des Misstrauens und begünstigten die Herausbildung einer kleinen, radikalen Minderheit, die sich von Gewalt und bewaffnetem Widerstand gegen den Staat eine bessere Gesellschaft erhoffte. In diesem Kontext entstand die RAF und organisierte sich als Antwort auf als repressiv empfundene Strukturen. Aust arbeitet die Dynamik zwischen dem Bedürfnis nach Veränderung, dem Frust über die bestehenden Verhältnisse und der Eskalation hin zur Gewalt detailliert heraus. Zweitens: die Persönlichkeiten hinter der RAF, Baader, Meinhof und Ensslin. Ein zentrales Anliegen von Aust ist es, die Biografien, Motive und persönlichen Entwicklungen der Kernmitglieder der RAF nachvollziehbar zu machen. Besonders intensiv beleuchtet werden Andreas Baader, ein charismatischer, aber hochgradig narzisstischer Kopf der Gruppe, Gudrun Ensslin, ideologisch geschult und leidenschaftlich, sowie Ulrike Meinhof, einst renommierte Journalistin, die sich zunehmend radikalisierte. Ihre Wege kreuzen sich. Ihre Beziehungen beeinflussen Entscheidungen und Taten. Die Lektüre zeigt nicht nur politische, sondern auch persönliche und psychologische Faktoren, wie Idealisierung, Gruppenzwang, Fanatismus und individuelle Traumata, die radikale Handlungsmotivation verstärkten. Durch Gespräche mit Angehörigen, Zeitgenossen und eigene Recherchen gelingt es Aust, diese Charaktere vielschichtig darzustellen, sodass sie als maßgebliche Triebkräfte, aber auch als Menschen mit Widersprüchen und Schwächen erscheinen. Drittens: die Aktionen und das Vorgehen der RAF. Der Baader-Meinhof-Komplex untersucht minutiös die verschiedenen Aktionen der RAF, von Banküberfällen über Entführungen bis hin zu gezielten Attentaten. Aust schildert, wie die Mitglieder der Gruppe hochkomplexe Operationen planten und ausübten, oft unter extremem Zeitdruck und stets im Untergrund. Die akribische Vorbereitung, das konspirative Leben und der logistische Aufwand werden ebenso beleuchtet wie die brutale Realität der Gewalt, der sich nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter aussetzten. Aust zeigt, wie der anfängliche Enthusiasmus und das verklärte Revolutionsideal immer mehr von Misstrauen, Paranoia und einer Spirale eskalierender Gewalt abgelöst wurde. Zugleich werden die staatliche Gegenwehr, der Ausbau spezieller Polizeieinheiten und die Veränderungen in den Sicherheitsstrukturen dargelegt. Viertens: das Gefängnisleben,
und der Mythos. Stammheim. Ein Schlüsselkapitel befasst sich mit der Inhaftierung der zentralen RAF-Mitglieder im Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim. Aust beschreibt die juristischen Auseinandersetzungen, die Medieninszenierung und die politischen Reaktionen, die die Zeit im Gefängnis begleiteten. Die Inhaftierten entwickelten eine eigene Gefängnissubkultur, kommunizierten mit Unterstützern und planten weiterhin Aktionen, darunter die bekannte Entführung und Ermordung Hans-Martin Schleyers. Die Prozesse wurden zum Schauplatz eines staatlichen und medialen Kräftemessens, bei dem beide Seiten ihre Narrative zu kontrollieren versuchten. Die umstrittenen Suizide von Baader, Enslin und Raspe im Oktober 1977 markierten einen Wendepunkt und schufen einen Mythos, der bis heute Debatten um Schuld, Täterschaft und Gesellschaft prägt. Schließlich die gesellschaftlichen und politischen Langzeitfolgen. Abschließend analysiert Aust die nachhaltigen Auswirkungen der RAF auf die bundesdeutsche Gesellschaft und den Staat. Die Auseinandersetzung mit Radikalismus führte zu grundlegenden Veränderungen in der Sicherheitsarchitektur, Gesetzgebung und im politischen Diskurs. Der Komplex der Überwachung, die Rolle der Medien und die Herausbildung einer gesamtgesellschaftlichen Haltung gegenüber politischer Gewalt sind Themen, die Aust ausführlich behandelt. Dabei wird deutlich, wie der RAF-Terrorismus die deutsche Gesellschaft polarisiert und für Generationen geprägt hat. Aust zeigt auch, wie Gedenken, Vergessen und Mythenbildung bis heute das kollektive Bewusstsein beeinflussen und die Frage bleibt, wie mit extremistischen Bewegungen gesellschaftlich umzugehen ist. Zusammenfassend: Der Baader-Meinhof-Komplex ist ein Buch für alle, die sich für Zeitgeschichte, Politik, Soziologie und Psychologie interessieren. Besonders empfehlenswert ist es für Studierende, Lehrende und politisch interessierte Leser, die die Hintergründe des deutschen Linksterrorismus und dessen weitreichende Konsequenzen für Gegenwart und Zukunft verstehen möchten. Stefan Aust verbindet investigativen Journalismus mit erzählerischer Detailfülle und schafft es, auch differenzierte Einschätzungen zuzulassen, statt einfache Schwarz-Weiß-Bilder zu zeichnen. Dies macht das Buch zu einer unverzichtbaren Lektüre nicht nur für Historiker und Politologen, sondern auch für Menschen, die an gesellschaftlichen Prozessen, Demokratie und Fragen der inneren Sicherheit interessiert sind. Warum sollte man genau dieses Buch kaufen? Stefan Aust hat mit enormem Rechercheaufwand, Zugang zu Zeitzeugen und außergewöhnlicher Nähe zu Quellen gearbeitet. Das macht der Baader-Meinhof-Komplex einzigartig authentisch und tiefgründig. Keine andere Veröffentlichung bietet eine ähnlich umfassende, vielschichtige und zugleich spannend zu lesende Analyse dieses ereignisreichen Kapitels der deutschen Geschichte. Die Fähigkeit, die komplexen Motive und Verläufe der RAF nachzuzeichnen und sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Dynamiken verständlich zu machen, hebt Austs Werk deutlich von vergleichbaren Publikationen ab. Für jeden, der die Entwicklung der Bundesrepublik und die Bedrohung durch Extremismus nachhaltig begreifen will, ist dieses Buch ein unverzichtbares Fundament des Verständnisses und Reflexion. Wertvoll für das eigene Wissen, Urteilsvermögen und gesellschaftliche Verantwortung. Wenn Sie unterstützen möchten, Stefan Aust, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.